willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie man eine Erbsensuppe kocht, und zwar aus tiefgefrorenen Erbsen, sodass ihr eine grüne Suppe erhaltet, ganz ohne künstliche Farbstoffe und super lecker. Pro Suppentasse rechnet man eine Tasse voll tiefgefrorene Erbsen. Diese gebt ihr zum Abmessen in die Tasse und dann in euren Standmixer. Es ist aber wichtig, dass die Erbsen noch tiefgefroren sind, damit die harte Schale zerkleinert werden kann. Flüssigkeit darf jetzt noch nicht hinzugegeben werden, da ihr sonst einen festen Klumpen erhaltet, der sich womöglich nicht durcharbeiten lässt, und im schlimmsten Fall ruiniert ihr so die Maschine. Denkt bitte immer daran, den Deckel aufzulegen und fest zu verschließen. Zuerst lasst ihr das Gerät kurz pulsieren, um zu sehen, wie sich die Füllung verhält. Dann stellt ihr auf Dauerbetrieb, und zwar so lange, bis alle Erbsen zerkleinert sind. Das dauert ungefähr 1 Minute. Ich benutze hier übrigens ein super preisgünstiges Gerät vom Supermarkt. Etwas ganz Einfaches und nichts Besonderes. Jetzt gebe ich eine Suppentasse Wasser auf die zerkleinerten Erbsen. Deckel drauf und festhalten, denn beim Anpürieren spritzt die Flüssigkeit nach oben. Wie ihr jetzt sehen könnt, haben sich die beiden Zutaten leider nicht sofort vermengt, so dass ich den Apparat noch einmal anhalten musste und das Erbsenmus mit einem Teigschaber lösen musste. Bei der Gelegenheit habe ich dann gleich die zweite Suppentasse Wasser hinzugefügt, Deckel drauf und ab geht die Post. Das einzig Schwierige, so man davon sprechen kann, ist jetzt, dass man seine eigene Ungeduld beherrschen können sollte. Das Ziel ist es, durch das Mixen die relativ harten Schalen der einzelnen Erbsen durch das Mixen nicht nur einfach zu zerkleinern, sondern so weit zu zerkleinern, dass sie beim Essen der Suppe nicht mehr wahrnehmbar sind. Und dies erreicht man erstens durch die Verwendung gefrorener und somit spröder Erbsen und zweitens durch langes Mixen. Ich habe die Masse insgesamt bestimmt 3 Minuten pürieren lassen. Dies kann aber von Gerät zu Gerät variieren. Um ganz sicher zu sein, eventuelle Schalenreste zu eliminieren, habe ich die Flüssigkeit dann noch durch ein grobes Sieb gestrichen. Nur ein kleiner Aufwand, der sich meiner Meinung nach aber lohnt, denn wie ihr seht, haben sich ein paar größere Fasern darin verfangen. So, jetzt kann die Suppe gekocht werden. Zunächst wird sie jedoch noch mit Salz abgeschmeckt. Ich habe 2 halbe Teelöffel grobes Meersalz verwendet, sonst nichts. Zunächst erhitzt ihr sie und sobald sie anfängt zu kochen, lasst ihr sie auf kleinster Flamme für ungefähr 13 bis 15 Minuten simmern. Zwischendurch sollte sie jedoch immer wieder mal durchgerührt werden. Die Garzeit könnt ihr dazu nutzen, den Rahm für die Sahnehaube zusammen mit einer Prise Salz zu schlagen, bis sie etwas Stand bekommt. Sie muss nicht so fest werden wie eine Schlagsahne für Kuchen. Und sofern verfügbar, schneidet ihr Schnittlauch in feine Röllchen. Zum Ende der Garzeit gebt ihr noch einen Klecks Butter in die Suppe und eventuell noch etwas Wasser, denn es verkocht doch ein erheblicher Teil davon. Meine Suppentassen fassen zusammen 500 Gramm Flüssigkeit, mein Topf wiegt 940 Gramm, macht zusammen 1440 Gramm. Das heißt, ich muss einfach Wasser auffüllen, bis die Waage 1440 Gramm anzeigt. Das Ganze muss dann natürlich nochmal aufgekocht werden, denn nichts ist schlimmer als eine lauwarme Suppe. Die Suppentassen lassen sich übrigens in der Mikrowelle sehr gut vorwärmen. Jetzt nur noch die Suppe in Tassen füllen, mit der Sahne und dem Schnittlauch ausgarnieren und sofort servieren. Ich hoffe, euch hat meine Anleitung gefallen. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß und Erfolg beim Nachkochen und guten Appetit!